Und eben als der Kanzler dann immer heftiger über die CDU lästerte und sie in Richtung Faschismus und Rassismus brachte, hat eben Herr Schialau darauf hingewiesen, dass er ja da auch im Bundesvorstand sitzt und er eben ja nicht ein alter weiser Mann ist, ganz offensichtlich. Und darauf fiel eben dieser Satz, ja, jede Partei hat einen Hofnamen. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Olaf Scholz und Rassismus. Klingt erstmal absurd, oder? Aber genau das wird ihm jetzt vorgeworfen. Und nicht von irgendwem, sondern von einem Augenzeugen. Der Kanzler soll einen schwarzen CDU-Politiker als Hofnarr beleidigt haben. Und das gleich mehrfach. Ja, derselbe Scholz, der bei jeder Gelegenheit die Rassismuskeule gegen die AfD schwingt. Ist das jetzt ein Ausrutscher oder zeigt sich hier das wahre Gesicht unseres Kanzlers? Ich nehme euch mit in die brisanten Details. Bleibt unbedingt dran. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare. Doppelmoral oder Zufall? Was sagt ihr dazu? Auf geht's! Laut einem Bericht des Focus-Magazins hat Bundeskanzler Olaf Scholz den CDU-Politiker Joe Cialo, der schwarz ist, rassistisch beleidigt. Jede Partei hat einen Hofnarren, soll Scholz demnach bei einem privaten Empfang in Berlin zu dem CDU-Politiker gesagt haben. Cialo sei als Schwarzer ein Feigenblatt für die Union, um von dem Rassismus in der Partei abzulenken. So zumindest beschreibt der Focus die Situation. Der Kanzler soll das Wort Hofnarr nach einer Widerrede Cialos wiederholt haben. Weder das Kanzleramt noch die Bundesregierung haben diesen Bericht bislang bestätigt oder dementiert. Ich habe die Berichte auf dem Weg hier auch gelesen. Da muss ich mich erst kundig machen. Es gibt einen Bericht über eine private Feier. Das klären wir und dann werde ich mich schnellstmöglich, wie Sie sich denken können, zurückmelden. Und zugeschaltet aus München ist mir jetzt der Chefredakteur des Focus-Magazins, Georg Meck. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Hallo, guten Tag. Der Kanzler soll einen CDU-Politiker rassistisch beleidigt haben. Sie waren dabei. Können Sie uns die Szene einmal schildern? Wie hat sich das Ganze abgespielt? Ja, wir standen da in einer Gruppe bei diesem privaten Empfang. Ich stand zwischen Herrn Schialau und dem Bundeskanzler und das ging eben wie so oft in diesen Tagen oder wie in so vielen Orten an diesen Tagen um Migration, um Rassismus, um den Vorstoß von Friedrich Merz zur Asylwende. Da wurde munter hin und her diskutiert und eben als der Kanzler dann immer heftiger über die CDU lästerte und sie in Richtung Faschismus und Rassismus brachte, hat eben Herr Schialau darauf hingewiesen, dass er ja da auch im Bundesvorstand sitzt und er eben ja nicht ein alter weiser Mann ist, ganz offensichtlich. Und darauf fiel eben dieser Satz, ja, jede Partei hat einen Hofnamen von dem Bundeskanzler. Wie hat Cialo darauf reagiert, auf diese Aussage von Scholz? Er war so bestürzt wie ich und die anderen, die da rumstanden und sprachlos, weil wir nicht ahnen konnten, wo das herkam. Weil die beiden, es gab vorher nicht irgendwie eine hitzige Debatte zwischen den beiden. Es war völlig aus dem Nichts und ja, wir waren erstmal konsterniert. Hat Schialau auch. Er hat dann kurz noch einmal irgendwie so gesagt, echt jetzt, wie meinen Sie das? Und dann wurde es wiederholt. Der Bundeskanzler hat nicht die Chance genutzt, sich irgendwie zu distanzieren oder zu sagen, Entschuldigung, ist mir jetzt rausgerutscht oder sonst irgendwas. Und da ist Herr Schialau dann auch konsterniert und enttäuscht und desillusioniert schnell von dannen gezogen. Ja, haben Sie seitdem noch mal mit dem CDU-Politiker gesprochen? Ja, ich hatte noch mal mit ihm ausgiebig telefoniert zu diesem Abend, ob ich das irgendwie falsche Erinnerung hatte, aber er hat es eben bestätigt, dass das keine falsche Wahrnehmung von mir war. In welchem Zustand war denn der Bundeskanzler bei dieser Konversation? Es war ja eine Party, also ein lockeres Zusammenkommen. Hat er möglicherweise Alkohol getrunken? Nee, also es war am frühen Abend, dass man hat Wasser und Wein getrunken, aber es war jetzt nicht ein Übermaß an Alkohol im Spiel, eher ein Übermaß an Adrenalin nach diesen aufregenden Tagen in Berlin. Und wie haben die anderen Gäste die Konversation wahrgenommen? Hat irgendjemand darauf reagiert?
Ähm, Wir standen da nur in einer kleinen Gruppe. Also da war nicht so, es war ja keine Rede oder sowas oder ein Podium auf einer Bühne, sondern es war da im kleinen Kreis, als wir darüber diskutiert haben. Ich weiß nicht, ob das sonst noch Leute überhaupt mitbekommen haben. Jetzt haben wir gerade den Regierungssprecher gehört. Er hat gesagt, er weiß nichts von diesem Vorfall. Er hat die Berichte gerade erst gehört. Glauben Sie denn, dass das Ganze Konsequenzen hat? Das vermag ich mir nicht vorzustellen, wie die SPD jetzt darauf reagiert. Also ich war auf jeden Fall Zeuge. Insofern weiß ich, was passiert ist und das kann man auf jeden Fall nicht wegreden. Joe Cialo hat sich ja bislang noch nicht öffentlich geäußert. Können Sie sich vorstellen, warum? Müssen Sie ihn fragen. Also ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendeine Opferrolle oder dass er da irgendwas provozieren möchte. Also und damit durch die Medien ziehen möchte oder gar jetzt sich irgendwelchen Vorwürfen aussetzen. Das war bitter genug für ihn der Abend. Jetzt sind wir im Wahlkampf, im Endspurt des Wahlkampfes. In weniger als 2 Wochen ist die Bundestagswahl. Jeden Tag gibt es öffentliche Auftritte für die Kanzlerkandidaten, also auch für den Bundeskanzler Olaf Scholz. Welche Fallhöhe könnte das Ganze bekommen in dieser Phase? Ja, das Timing ist natürlich extrem ungünstig jetzt so auf den letzten Metern der Wahl. Und natürlich wird diese Anekdote oder diese Begebenheit da eine Rolle spielen. Und werden wahrscheinlich ja auch nicht nur die SPD gezwungen sein, sich dazu zu äußern, sondern auch die anderen Parteien werden ihre Meinungen und ihre Positionen äußern. Insofern rechne ich schon damit, dass es eine Debatte geben wird über diesen Vorfall und aber auch eine Debatte über das Verhalten von Herrn Scholz und über die Frage, wie kann jemand so aus der Rolle fallen, ist das dann die beste Wahl, um das Land zu führen? Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Meck, und liebe Grüße nach München. Ja, danke, auch Ihnen einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Was soll man Ich hatte dazu mal noch mit ihm, sagen? Olaf ausgiebig Scholz, der immer wieder die zu Moralkeule diesem gegen Abend, ob ich andere das irgendwie schwingt, falsche Erinnerung entlarvt hatte, sich hier aber hat es selbst. eben bestätigt, Ein dass schwarzer es CDU-Politiker keine als Hofner falsche zu Wahrnehmung von bezeichnen mir war. und das nicht nur einmal, In sondern mehrfach, welchem zeigt, Zustand dass war der denn der Kanzler entweder Bundeskanzler völlig bei die dieser Kontrolle über seine Konversation? Worte Es war verliert ja oder eine dass er Party, sich so also sicher ein fühlt, lockeres dass ihm Zusammenkommen. Hat er Konsequenzen egal möglicherweise sind. Alkohol getrunken? Das ist nicht einfach ein Versprecher oder ein Missverständnis. Das ist eine Nee, entlarvende also es Szene, die war zeigt, was am wirklich frühen hinter Abend, der dass man hat Fassade dieses Wasser und Wein besonnenen getrunken, Kanzlers aber steckt. es war jetzt nicht Stille ein Wasser sind Übermaß an tief Alkohol im und vor Spiel, eher allem ein dreckig. Übermaß an Was Adrenalin denkt ihr? nach diesen War das nur aufregenden ein Tagen in Ausrutscher Berlin. oder zeigt sich hier das wahre Wie haben die Gesicht von anderen Gäste Scholz? die Konversation Schreibt's in die wahrgenommen? Kommentare. Hat irgendjemand Lasst darauf ein Like da, reagiert? abonniert den Kanal, damit ihr keine solche Ähm, Enthüllungen mehr Wir verpasst. standen da Bis nur zum in einer nächsten kleinen Mal. Gruppe, also da war nicht so, es